Gruß hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute Grund meiner Online-Zeit mit euch zusammen ist dieses Paket. Ich habe euch ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt in der letzten Zeit, kam ja nicht gerade viel. Und dennoch habe ich zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit, sagen wir mal so, ich weiß echt nicht, was das ist hier, dieses Paket von den Airsoft-Helden bekommen. Ordentlich schwer. Ich bin mega gespannt, zumal ich mich wirklich gedulden musste. Es kam wirklich zur Weihnachtszeit und ich wollte es nicht aufreißen. Ich wollte es ja mit euch gemeinsam auspacken, so wie ich es immer mache. Und ich rede nicht so viel. Ich mache es einfach mal auf und lasse mich überraschen. Denn ich kann euch noch nicht mal vorab irgendwas erzählen, weil ich wirklich definitiv nicht weiß, was die Helden mir hier eingepackt haben. Ich bin mega gespannt. Wie gesagt, es ist richtig schwer. Ich hoffe mal inständig, dass sie mir etwas Gasiges gegeben haben. Denn ihr wisst, ohne Gas kein Spaß. So, Paket ist offen. Jetzt bin ich gespannt. Es ist sozusagen ein zweites Weihnachten für mich. Na? Erstmal viel ich werde verrückt. Erstmal habe ich einen Patch bekommen. Airsoft-Helden. So, jetzt geht's los. Ich bin mega geflasht. Ich bin von den Socken. Airsoft-Helden, ihr seid verrückt. Ja, mehr kann ich das dazu nicht sagen. Leg mal den Patch zur Seite, schieb den Karton zur Seite. Denn ich brauche jetzt Platz. Es ist wirklich unglaublich, was ich hier bekommen habe. Ja. Ich habe bekommen von den Airsoft-Helden eine Staccato von der Firma EMG. Ja, das ist aber noch nicht alles, denn ich habe bekommen von den Airsoft-Helden eine Staccato. Und ja, wer hätte es gedacht, ich habe von den Airsoft-Helden bekommen eine Staccato, oh, die werde ich mal hier so hinstellen. So, jetzt brauche ich Platz, ich nehme mal den Karton runter. Und ich habe bekommen eine Staccato und zum Schluss, und das ist besonders genial, und da freue ich mich absolut, denn das ist mal was anderes, ich habe bekommen eine Staccato. Ist das geil? Allein dieser Turm ist schon cool. Ich denke mal, ich mache mal so ein Foto für mein Auspackvideo. Hätten wir das auch noch. Richtig genial. Ich fasse es nicht. Ihr seid ja wirklich verrückt. Also das ist definitiv eine Weihnachtsüberraschung. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich denke mal, wir packen jetzt mal alles einzeln aus. Ja, ein paar Real-Steel-Facts vielleicht noch. Staccato ist nichts anderes als SDI International. Das war oder ist eine kleine Waffenschmiede in Texas gewesen. Die wurde Anfang der 80er, Mitte der 80er gegründet. War bei Sportschützen, Wettkampfschützen absolut begehrt, bei EPC Competition Schützen, denn die haben das 2011er System erfunden, was erstmal grob nichts anderes ist als eine 1911er Plattform, aber mit einem Double Stack Magazin, sodass man eine höhere Kapazität hat. Die haben das aber noch verfeinert. Die haben das untere Griffstück von der 1911er genommen und haben das auch noch mal geteilt. Das heißt, man konnte das ganze Griffstück kann man wechseln, so dass der obere Teil, also die waffenrelevanten Teile bleiben erhalten, aber unten kann man sich halt individuelle Griffstücke nehmen. Man kann ein großes Griffstück, ein kurzes, ja, gestippelt oder in verschiedenen Farben. Also man kann sich sozusagen seine Wettkampfwaffe zusammensetzen und SDI International hat damals richtig viele Waffen herausgebracht. Der Service damals auch absolut perfekt und es war halt absolut begehrt bei den ja, Competition-Schützen. Das war die Racegun an sich. Ja, und dann gab es ja, irgendwann jetzt den Break. 2019 haben die umfirmiert auf Staccato und gehen jetzt mehr in Richtung ja, Behörde und übliche Sportschützen oder halt auch EDC-Verteidigung. Also in den USA ist das ja kein Problem,
Die haben also unheimlich viele Modelle jetzt rausgebracht unter der Firmierung Steteco. Aber dahinter setzt immer noch STI International. So, jetzt aber genug gequatscht, ja. Wir haben hier einen Airsoft-Nachbau und den habe ich hier in meinen Händen und habe die immer noch nicht ausgepackt. Fangen wir an. Also wir packen jetzt die allererste aus. Bin ja mal gespannt, was ich hier bekommen habe, denn es gibt nicht nur im Real-Steel-Bereich unendliche Varianten von dieser Plattform, sondern auch EMG bzw. Army Armament, die stellt ja diese Replik her, hat ganz viele Varianten herausgebracht. Preis, ich habe mich jetzt wirklich aus dem Kopf, ich glaube, fängt bei 150, 160, 160 bis 200, 220 an. Ich packe euch auf jeden Fall unten die Produktlinks rein, müsst ihr dann mal selber schauen. Ich bin natürlich jetzt bei so einem Auspackvideo total unvorbereitet. So, ich packe jetzt mal die erste aus. Was ich euch noch sagen kann, es gibt eine Upgraded-Version, eine Upgraded-Version und eine Standard-Version. Die Upgraded ist nochmal vom 6 mm Pro Shop mit Stahl-Internals versehen, gibt einen Handstippling und ein besseres Hop-Up-Bucking und Gasabdichtung ist noch mal anders. So, jetzt aber Schluss, jetzt steigen wir mal ein. Also ihr bekommt auf jeden Fall erstmal diese Anleitung hier. Ja. Hier sieht man auch noch mal den Schriftzug hier, Army Armament. Dann habt ihr hier auch noch mal so eine Lizenzkarte, wie wir das auch von anderen EMG-Produkten kennen. Auch mal mit einem QR-Code, wo ihr drauf scannen könnt und euch noch weitere Informationen holen könnt. Und ich habe jetzt hier eine, und wir sind mal raus. Oh, allein wenn ich die schon anfasse. Wow, also da merkt man, das ist hier die Upgraded-Variante, definitiv. Denn, ich mache mal das Magazin rein. Wir haben jetzt hier dieses Handstippling. Das fässt sich an wie Sandpapier. Das ist richtig, richtig griffig, fässt sich richtig gut an. Ja, absolut fantastisch. Ich habe jetzt hier die P-Variante. Das ist sozusagen die Standardgröße mit dem Standard-Griffstück. Das Besondere hier bei der Variante ist noch, dass wir eine erhöhte Visierung haben. Das liegt daran, dass das Ganze hier Optic-ready ist. Also ihr könnt euch hier noch einen Rotpunkt drauf machen und dennoch noch dank der hohen Visierung durchschauen, falls die Batterie mal alle ist. Die Variante hat dann hier auch noch mal einen verlängerten Außenlauf. Könnt ihr hier abschrauben und dann könnt ihr hier, ich mach das mal ab, könnt ihr hier euch zum Beispiel ja, so ein Ace-Tech Tracer, Muzzle Flash Generator ranbasteln und dann habt ihr natürlich noch mal einen besseren Effekt. Unten haben wir noch mal eine Rail, da könnt ihr euch Lichtdummies anbringen. Aber ansonsten fässt sich das richtig, richtig cool an. So, was haben wir noch an Zubehör mit dabei? Dann haben wir hier noch mal so ein Tütchen mit so einer Plastikkappe drauf. Das ist so ein Stern. Wozu der da ist, kriege ich bestimmt noch für euch heraus. Und dann haben wir hier noch mal, das mache ich auch noch mal auf. Eine Schraube. Da könnt ihr, das ist nochmal so eine Standardvisierung, dann könnt ihr das hier abmachen, dann könnt ihr hier nochmal eine Standardvisierung anbringen. Das ist also auch noch im Lieferumfang enthalten. So, dann packe ich das mal zur Seite und dann schauen wir uns nochmal die anderen Sachen an. Ich blende euch auch immer nochmal die technischen Daten ein. Ich halte die hier nochmal rein. Ja, ganz kurz, technische Daten. So, dann stelle ich die mal hier. Kann man die hier noch hinstellen schön? Kann man die positionieren? Ja, passt. So, dann nehmen wir die nächste. Hier steht es auch drauf. Jetzt haben wir eine C2 Comp, also eine kurze, kompakte Steteco mit einem Kompensator. Inhalt ist immer wieder der gleiche. Und hier haben wir keine Upgrade-Variante, sondern eine Standard-Variante. So, die halte ich jetzt rein. So. Das ist jetzt die C2 Comp. Erkennt man jetzt daran, dass wir hier kein Stippling haben, Handstippling. Ja. Ansonsten hier auch wieder die hohe Visierung, der Kompensator, dieser Island-Kompensator.
Und kurz heißt, dass wir auch hier ein kürzeres Griffstück haben. Hier ist das Magazin kürzer. Kapazität von dem Magazin liegt, glaube ich, bei 28 Schuss. Aber wie gesagt, ich blende euch da auch nochmal die technischen Daten ein. Also das ist jetzt hier die C2 Kompensator-Variante. So, die stelle ich mal hier hin. So, nächster Karton. Das ist ja Wahnsinn. So, dann haben wir hier eine P mit Kompensator, also eine Standard Steteco mit einem Kompensator dran. Mal gucken, ob das hier ein Upgrade oder eine normale ist. Das ist wieder auch eine normale. So. P mit Kompensator, ja. Sieht auch richtig gut aus. Und hier, wie gesagt, mit dem Standard langen Griffstück. Ich halte mal hier die kompakte ran. Dann könnt ihr das vielleicht sehen, dass hier das Griffstück kürzer ist. Ja. Auch der Schlitten ist ein bisschen kürzer. Ne? Das mal sehen. Ja, auch hier Schlittenlänge ist kürzer und Lauflänge. Ja. Ansonsten auch Optik-ready mit der verlängerten Visierung. Fällt mir nicht um. Gut, dann haben wir als nächstes eine XL. Oh, die mag ich. Ich finde ja die XC so ja noch schöner, die große Version mit dem Kompensator, aber vielleicht ist die auch noch mit dabei. Oh, das ist eine Upgraded. Ja, wunderbar. Hier auch noch mal schön mit diesen Stippling. Ja, da kommt auch dieser 2011er Stern so schön zum Vorschein. Technische Daten blende ich euch ein. Hier haben wir kein hohes Visier, sondern eine Mikrovisierung. Und hier auch noch mal Cuts im Schlitten. Ja. Oh, fässt sich absolut griffig an, ja. Und hier wackelt und klappert gar nichts. Absolut fantastisch. So, und jetzt die letzte. Und dann haben wir es geschafft. Dann kommt jetzt eine C2 Upgrade Variante. Also auch wieder eine kurze. Mit Laufverlängerung, dass ihr euch da auch ein Tracer ranmachen könnt. Also jetzt schon muss ich euch sagen, kauft die Upgrade-Variante. Schon wegen diesem Griff. Das fässt sich so genial an. Aber ich merke hier, es ist wirklich die kurze. Das ist für meine großen Hände schon ein bisschen zu klein, das Griffstück. Also ich brauche schon so ein großes Griffstück. Das ist für meine fetten Hände genau das gleiche. So, und dann haben wir mal, ich stelle das mal noch ein bisschen nach vorne, habe ich für euch jetzt hier 5 Varianten ausgepackt. So, andere Perspektive. Wie machen wir jetzt weiter mit diesem Auspackvideo? Wie gesagt, ich bin absolut überrascht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt, gehen jetzt doch noch mal ein bisschen in die Details rein. Wir schauen uns jetzt erstmal die Verarbeitungsqualität an, dann schauen wir uns noch die Markings an. Und ich würde sagen, dann nehme ich die auch noch mal kurz auseinander, damit wir uns einen Unterschied bilden können zwischen der Standardversion und von der Upgrade-Version. Und ein bisschen Schusstest machen wir auch noch mal. Gucken, wie ist denn das Schussverhalten hier von der Standard und der Upgrade. Und vielleicht finde ich dann schon meinen absoluten Favoriten aus. Ihr könnt jetzt auch schon mal gucken, welche von den 5 euch am besten gefällt. Schreibt das unten mal in die Kommentare. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Schauen wir uns mal die Verarbeitungsqualität an. Ich habe jetzt hier die Upgraded-Version. Und die fässt sich erstmal schon sehr, sehr solide an. Wenn ich jetzt hier mal schüttel, ja, ein bisschen wackeln haben wir immer durch das Magazin. Ja, also hier klappert und wackelt nichts. Gucken wir uns mal die Sicherung an. Rastet ordentlich ein. Hier hinten, aber das ist auch so eine Standardgeschichte bei den Airsoft 1911ern und 2011ern. Hier die rechte Seite ist immer ein bisschen locker. Ansonsten Führung von dem Schlitten absolut gut. Ja, sitzt richtig schön drauf. Abzug. Resetpunkt.
Richtig gut gemacht. Materialien schauen wir noch mal. Visierung hinten, Magnet, ja, schlägt nicht an. Hier auch nicht, rutscht immer an die Stelle. Hammer ist aus Stahl. Sicherung, sonst alles aus Aluminium. Ich nehme die nachher auch noch mal auseinander und dann schauen wir uns auch noch mal intern den Unterschied an zwischen der Upgraded und der Standard-Variante. Schauen wir uns jetzt noch mal die andere Pistole an, hier mit der höheren Visierung. Ja, Kompensator auch alles. Magnet schlägt nicht an. Hier auch, hier sehen wir auch den Unterschied. Ich habe jetzt keine Upgrade. Der Hammer hier ist nicht aus Stahl. Ja. Und jetzt hier auch, gucken wir mal. Sitzt richtig schön fest, der Kompensator. Ja, hier wackelt gar nichts. Mal gucken. Ja, richtig schön. Und hier auch die Sicherung. Mal gucken. Ja, ein bisschen Spiel ist drin, aber es gibt richtig schlimmere Klapperkandidaten. Also hier kann man sagen, hat Army Armanen beste Arbeit geleistet. Gucken wir uns mal hier das Abzugsverhalten an. Jetzt haben wir hier eine Standard, keine Upgraded. Ist gefühlt ein bisschen schwammiger, warte mal. Ja, also hier merkt man auch beim Abzugsverhalten einen massiven Unterschied. Das Ding ist hier richtig crisp. Da merkt man sofort, wann hier wieder die Waffe einsatzbereit ist. Hier ist es ein bisschen schwammiger für mein Gefühl. Also auch vom Handling her Unterschiede bei der Upgrade-Variante. So, haben wir noch was anderes hier? Gucken wir uns noch mal hier den Kompensator an. Hier ist ein bisschen, ja, merkt ihr, hier haben wir ein bisschen Spiel drin. Ist bei der anderen nicht so. Warte mal, ist das eine Upgraded? Nee, das ist auch eine Standard. Hier sitzt es richtig gut drauf. Und hier ist ganz schön Spiel drin. Kann man aber bestimmt irgendwie noch ein bisschen korrigieren. Aber hier, bei der hier ist richtig viel Spiel drin. Gucken wir uns auch noch mal die Visierung an, wie fest die drin ist. Also hier alles fest. Sitzt auch fest drauf bei der Mikrovisierung. Ja, auch kein Spiel, absolut fest. Also abgesehen jetzt hier von der, welche ist das hier? Die P mit dem Kompensator ist ziemlich wackelig. Dafür ist es bei der hier richtig fest. Schauen wir uns noch mal kurz die Unterschiede an zwischen der Upgrade-Version und der Standard-Version. Ich hatte euch ja schon gesagt, anhand des Griffstücks kann man das schon sehr gut unterscheiden. Die Upgrade-Version hat hier dieses handgestippelte Griffstück, fässt sich absolut hervorragend an. Richtig schön, so wie Sandpapier. Und im Gegensatz hier zu der Standard, ja, da haben wir das nicht. Auch die inneren Werte von dem Griffstück sind verbessert worden. Wir haben hier bei der Pro-Variante alles aus Stahl. Dazu zählt unter anderem der Hammer. Da hält der Magnet hier, da, und auch der Firing Pin ist aus Stahl gefertigt. Wenn wir das jetzt mit der Standardversion mal vergleichen, hier der Hammer aus Chinesium, hier Aluminium, auch der Firing Pin, eigentlich das belastbarste Stück. Das ist hier auch aus Aluminium. Also seid ihr hier allein schon nicht nur optisch aufgebessert, sondern innen auch mit den Steintonnen. Das hält wesentlich besser. Und ich denke mal, der Aufpreis ist es hier schon definitiv wert. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt hier auch noch von 6 mm Pro Shop ein besseres Hop-Up-Bucking. Das erkennt man hier. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera reinhalten kann. Es ist lila, das Gummi. Und hier haben wir den Standard schwarzen. Hier habt ihr also auch noch mal ein besseres Hop-Up. Und auch die Abdichtung zum Nozzle wurde verbessert. Ich halte hier mal das Magazin rein von der Pro-Variante und von der Standard. Hier sind wir hier auch
hier dieses lilane Dichtgummi im Vergleich hier zu dem Magazin. Ansonsten sind die Magazine natürlich identisch. Ihr könnt euch natürlich eure Standard auch upgraden, aber ich denke mal, wenn ihr euch schon entscheidet, dann würde ich definitiv immer zur Upgrade-Version greifen. Ansonsten der Rest hier, die Läufe und auch hier Schlitten, alles vom Material her identisch. Schauen wir uns mal die Markings an. Das ist bei mir ja immer so ein K.O.-Kriterium. Aber dank EMG-Lizenz hat hier diese wunderschöne Airsoft-Replik alle Stratego Markings an Bord. Und das lässt mein Sammlerherz absolut höher schlagen. Ja, schauen wir uns das mal im Detail etwas genauer an. Da haben wir zum einen einmal dieses 2011er Sternchen hier am Griffstück, sehr markant. Dann auch wie beim Original haben wir hier die amerikanische Flagge. In der Patronenkammer die Markierung 9×19 und hier haben wir die Produktbezeichnung Stratego XL. Wenn ich die Airsoft mal auf die andere Seite drehe, haben wir hier auch nochmal die Markierung 2011 mit dem Stern. Ich drehe mal auf den Rücken, dann haben wir hier am Jet Funnel auch nochmal 2011er Markierung mit dem Stern und dann hier, da dieses Loch, wo normalerweise die Gaspulle angesetzt wird, da habt ihr auch noch die Möglichkeit, ich zeige es euch mal rein, habe ich jetzt gerade im Lieferumfang gesehen, da gibt es hier diese kleine Sternkappe, ja, und die könnt ihr euch da raufdrücken und dann habt ihr auch noch einen authentischen Magazinboden. Heißt natürlich für euch, ihr müsst den Magazinboden immer zur Seite schieben, bevor ihr hier das Gas einfüllt, aber wer es absolut authentisch haben will, kommt da nicht drum rum, das da drauf zu stecken. So, gucken wir uns auch noch die Pflichtmarkings an, die hat Airsoft Helden ganz dezent hier im unteren Bereich angebracht, an der Schiene. Für meinen Geschmack etwas, beziehungsweise richtig zu groß, hätte ich ein bisschen kleiner gemacht, aber da das hier dezent angebracht ist, ist es nicht so schlimm. Außerdem gibt es ja noch Aluminiumbrunierung, da kann man das auch noch ein bisschen dunkler machen. Also wie gesagt, Airsoft Helden, Markierung Kaliber 6 mm, PTB-Nummer, das FM5 Mag, Kaliber 6 mm und hier ganz klein haben wir auch nochmal die individuelle Seriennummer. Hier und da finden wir wieder Originalmarkings. Hier an dieser Pistole als einzig SDI International, Georgetown, Texas, USA. Ich zeige euch mal eine andere rein und zwar hier die C2. Die hat hier unterhalb die Markings Stratego, Georgetown, Texas, USA und interessant, der Jet Funnel hat hier kein 2011er Zeichen. Das ist hier die Upgraded-Version. Das hat jetzt aber nichts mit Upgrade zu tun. Ich habe jetzt hier auch noch eine Standard C2. Ja, die hat hier auch am Jet Funnel kein 2011er Zeichen. Wie das jetzt, welche Logik jetzt dahinter steckt, kann ich euch natürlich auf die Schnelle nicht sagen. Aber das ist mir dann noch aufgefallen. So, die Frage ist jetzt natürlich, welche nehme ich? Ich habe ja hier so viele. Ich denke mal, ich werde eine Upgraded-Variante nehmen und eine Standard, um auch so mal das Schussverhältnis zu nehmen. Ich nehme erstmal hier die XL-Variante und dann bin ich ja mal gespannt. So, zunächst erstmal ein bisschen Gas. Ja, also vielen Dank Airsoft Helden. Da habt ihr mir eine richtige Überraschung gemacht. Und wie gesagt, das ist hier ein ganzer Tisch voll von den Strategos, aber immerhin noch nicht alles. Ich packe euch unten in die Videobeschreibung alles rein. Da müsst ihr dann selber mal schauen. So, dann laden wir es mal auf. So. Achso, falls ihr den Speedloader hier noch nicht kennt, das ist hier der EMG Autobot. Ich liebe ihn. Gerade in Kombination mit GBBs ist das ein Top-Autoloader, der euch keinen Stress macht. So, wo habe ich das Magazin jetzt rausgenommen? Ach hier, bei der XL. Mit der fangen wir jetzt mal an. Also wie gesagt, das Abzugsverhalten schön trocken und man spürt sofort, wann der Resetpunkt wieder da ist.
Ihr könnt richtig schöne, schnelle Schussfolgen mitmachen. Und nach dem letzten Schuss, wie wir es kennen, bleibt der Schlitten hinten. Magazin fässt sich kühl an, aber nicht zu unterkühlt. Also von der Leistung her perfekt. So, dann nehmen wir uns jetzt einen Standard. Hier die, was ist das jetzt hier? Das ist die C mit dem Kompensator. Ja. Saut wieder rum, kriege wieder Ärger mit der Frau. So, auch hier ein bisschen Gas rein. Ja. Gut. Dann schauen wir uns das gute Stück an. Also hier merkt man schon, der Abzug ist nicht weich, es ist ein bisschen hakliger, man muss ein bisschen mehr drücken, es kratzt ein bisschen mehr beim Schießen, wenn ich das so ausdrücken soll. Aber ansonsten auch vom Abzugsverhalten sehr crisp und laut. Und auch hier. Ich denke mal, ich werde jetzt noch mal einen kleinen Vergleich machen. Nur ganz kurz. Also man merkt es schon. So. Noch mal ein bisschen Gas rein, noch mal schnell. Und die andere auch noch mal. So. So, jetzt mal upgraded. Ja, definitiv. Definitiv ein Unterschied. Also das Abzugsverhalten ist von der Upgraded-Version definitiv besser. Ich mache mal hier so ein bisschen John Woo-mäßig. No Gas, no Spaß, kann man immer wieder bestätigen. Also auch vom Schussverhältnis, Verhalten muss ich sagen, Upgraded-Variante lohnt sich definitiv. Optisch mit dem Stippling, Schussverhalten besser, präziser, viel schöneres Abzugsverhalten und natürlich alles Stahl-Internals. Das Hop-Up, denke ich mal, wird auch besser funktionieren. Kann ich jetzt natürlich nach dem Auspackvideo hier nicht machen. Das muss ich nachher mal später im Review testen. Aber ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Und ja, was bleibt mir anderes übrig, als mich nochmal herzlich zu bedanken bei den Airsoft-Helden, dass ich hier dieses Paket bekommen habe. Jetzt werde ich mir das alles nochmal in Ruhe anschauen und dann denke ich mal, wird es erst nächstes Jahr was werden, dass ich dann ein Review mache. Ich werde dann alle nur kurz vorstellen. Ihr könnt euch jetzt unten in die Kommentare austoben, welches Modell ich mir explizit für das Review nehmen soll. Schreibt rege rein. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt mir alle gesund und munter bis zum nächsten Airsoft Review. Ihr merkt, meine Stimme ist schon ziemlich trocken, muss mal was trinken. Bleibt mir also alle gesund und munter. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Mal sehen, ob hier noch ein bisschen Leergas drin ist und wir noch ein bisschen Dryfire machen können. Genial.